Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Erstes Back-to-School-Video. Er freut sich auch wieder so auf die Schule wie ich. Ich freue mich zwar nicht auf die Schule, aber ich freue mich auf unsere Back-to-School-Videos, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Meine Schule fängt am 2. September wieder an. Das ist gar nicht mal so lange hin. Irgendwie mein Urlaub ging so schnell um. Hilfe. Wann habt ihr wieder Schule, Leute? Kommentiert mal gerne, weil ganz viele haben schon früher wieder Schule. Ich weiß ja, manche auch erst so am 6. September oder so. Deshalb schreibt gerne mal unten rein. Ich habe folgendes Problem. Ich kann nicht mehr laufen in meinem Zimmer. Dann guckt bitte mal, wie das aussieht. I present to you mein Chaos. Es ist so schlimm, ich bin in so einem Slum, einfach in so einer Kackroutine. Ich gehe so spät schlafen, ich stehe voll spät auf, ich mache gar nicht so viel, ich sitze ein bisschen in der Klimaanlage, weil es draußen heiß ist. Und heute Morgen, da kam der Anfall. Ich habe einen Anfall bekommen und dachte mir, okay, nein, alles auf Anfang, jetzt muss ich alles aufräumen, weil mein Bad sah auch richtig schlimm aus und das habe ich jetzt schon aufgeräumt. Ich zeige es euch mal. Ich muss hier auch die Hälfte von meinem Zimmer dunkel machen, weil das Ding ist, wenn ich hier die Shutter aufmachen würde, ich würde ersticken, weil es so heiß dann wird durch die Sonne. So sieht mein Badezimmer aus. Ich habe heute hier schön aufgeräumt. Oh, ups, mein Klo hätte ich vielleicht zumachen sollen. Es tut mir leid, Leute. Das hat keiner gesehen. Hier die Köpfchen habe ich sortiert. Und mein Mini-Skincare-Fridge habe ich auch wieder hier aktiviert. Woo. Aber jetzt kommt's. Seid ihr bereit? Oh, vielleicht hätte ich erstmal meine Unterhosen wegräumen sollen. Nicht gucken. Da liegen so viele Sachen in diesem Chaos und ich finde einfach gar nichts mehr. Dazwischen haben wir noch ein Buch, meine Schuhe, mein Föhn und da sind noch PR-Pakete, die ich auch noch gar nicht so richtig aufgemacht habe oder überhaupt reingeschaut habe, was da drin ist. Und mein Schreibtisch, einfach mal wir auch erst gar nicht anfangen. Ich gebe euch mal eine kleine Vorschau. Ja, und heute Morgen dachte ich mir, jetzt wo bald wieder Schule kommt, muss ich mal hier ein bisschen aufräumen und mein Leben wieder in den Griff kriegen. Ich muss jetzt erstmal hier meine Klamotten wegräumen. Ich glaube, das ist Step 1, weil, guck mal, ich falle hier halt über meinen Koffer. Der liegt hier nämlich auch noch mittendrin. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich sortiere jetzt erstmal meine Klamotten, was Wäsche ist und was ich falten kann und in meinen Kleiderschrank hängen kann. Übrigens, hier meine Pinsel habe ich auch schon gewaschen. Das ist euer Reminder, eure Pinsel zu waschen, Leute, weil meine waren echt so voller Make-up. Das sah so eklig aus. Und dann habe ich die jetzt wieder schön gewaschen und in der Sonne sind die auch schnell getrocknet. Ich wieder frische Make-up-Pinsel. Die habe ich jetzt mal mitten ins Chaos einfach abgestellt. Und wir fangen jetzt mal an. Ich wollte auch gleich noch Back-to-School-Shopping ein bisschen machen. Mal gucken, was es so gibt. Weil hier gibt es so eine spanische Version vom Target aus Amerika. Deshalb schauen wir gleich mal, ob wir da nicht auch noch irgendwas Schönes finden. Weil meine Motivation für die Schule ist immer 10-mal höher, wenn ich irgendwas Schönes Neues habe. Worauf ich mich freuen kann, das dann zu benutzen. Mein Boden ist schon wieder ganz frei. Ich kann endlich wieder laufen zu meinem Bett. Hier habe ich jetzt auch Sachen drauf, die räume ich aber anders mal weg. Und jetzt muss ich noch hier meine Klamotten, die ich alle auf die Bügel gehangen habe, in meinen Schrank einräumen. Ich habe mich jetzt schnell umgezogen. Das ist das Outfit. Und ich schaue mal im Supermarkt, ob da jetzt schon Back-to-School-Sachen gibt. Und in der Zeit kann hier Mr. Robbie ein bisschen fahren und hier schön sauber machen. So, wir sind jetzt da. Hier ist das Fan. Bin nur umgezogen, weil ich hatte nur dieses Tube-Top an, habe mich so nackig gefühlt. Und wenn ich jetzt in die Klimaanlage gehe, bin ich bestimmt arschkalt. Jetzt habe ich hier mein T-Shirt übergezogen. Und ich gehe jetzt erstmal zu Starbucks. Marie. Hier ist so ein süßer Laden, die haben immer so ganz viele süße Disney-Sachen und guck mal, wie süß das ist. Hier diese Katze. Das Mäppchen würde meinem Mut entsprechen in der Schule. So gucke ich auch im Matheunterricht.
bin jetzt hier beim Carrefour. Mal sehen, was ich so Schönes an Back-to-School-Sachen finde. Schon mein Körbchen. Ich suche eine Trinkflasche, die so von innen und außen so isoliert ist, dass das Wasser kalt bleibt. Und mein Stanley Cup, der ist leider zu klein. Und der geht nicht halt so richtig zu und dann läuft es bestimmt aus. Dino-Kekse für die Pause, die gehen immer. Ich habe es gefunden, die Back-to-School-Abteilung. Guck mal, die Spanier haben alle immer diese zum Hinterherzieh-Rucksäcke. Ich finde das ja voll praktisch. Da hätte ich mich früher darüber gefreut, als ich mir meinen Ranzen geschleppt habe, wo 100 Bücher drin waren. Was brauche ich? Ein neues Mäppchen. Die sind alle nicht so schön. Oh, Oxford-Hefte. Jedes Mal, wenn ich diese Hefte sehe, dann bin ich immer traurig, dass ich ein iPad habe und keine Hefte mehr. Aber kommt, eins nehme ich mit, um so schnell Lernzettel zu schreiben. Pink. Nein, es hat auch noch verschiedene Farben. Ich liebe diese Hefte. Türkis ist auch schön. Ich kann mich nicht entscheiden. Wo haben die denn die Trinkflaschen versteckt? Das heißt Trinkflasche überhaupt auf Spanisch? Scheiße, Leute, ich bin echt eingerüstet über die Ferien. Botellas ist mir wieder eingefallen. Aber da verdurste ich ja. Oder ich nehme das Ding. Aber ich glaube, selbst das wäre noch zu klein. Das sieht eher aus, als würde ich campen gehen. Nee, Leute, ich möchte was Ästhetisches, Rosanes. Guck mal, die finde ich eigentlich schön, nur die gibt es ja nicht in schwarz. Und das passt dann nicht zu jedem Outfit. Es wäre eine schöne Lunchtasche gewesen, passt schön viel rein. Warum gibt es dich nicht in schwarz? Kaugummi für die Schule. Ich habe mir Pizza gemacht. Und ich gucke heute mal ausnahmsweise kein Gossip Girl Pizza essen. Dann lese in meinem Kindle. Weil ich habe ein neues Buch, das heißt Pretty Scandalous. Und ich bin jetzt schon beim zweiten Teil, das ist irgendwie Pretty Savage, glaube ich. Und das ist voll gut. Also die Storyline ist echt, die catcht einen richtig. Die sieht so lecker aus, Rucola. Und ich muss hier gerade mal meine Lichterkette wieder richten. Mal guck mal, was der Robby hier veranstaltet hat. Nee, aber der fährt uns immer in die Schnüre rein. Deshalb muss ich die hochtun. Aber ich mache die jetzt hier noch schön. Damit es auch hier zu meinem Clean Girl Ästhetik passt. So, das sieht doch schon besser aus. Erstmal eine bequeme Hose angezogen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf meinen Jeansrock. Okay. Bon Appetit. Wie lecker. Guten Morgen. Heute ist Part 2 vom Aufräumen. Ich bin extra früh aufgestanden und ich bin tatsächlich motiviert, weil jedes Mal, wenn ich hier auf meinen Schreibtisch gucke oder da drüben auf meine Kommode, noch schlimmer, denke ich mir so, ne, das geht so nicht weiter. Und heute wird abgerechnet mit den beiden. Also räume ich das alles auf. Wir haben 8:04 Uhr. Und ich bin sonst nie so früh aufgestanden in den Ferien. Da war ich immer so um 9:30 wach, um schön 9. Oh, aber heute dachte ich mir, muss ich mal ein bisschen Gas geben. Deshalb stehe ich jetzt mal auf. Oder würde ich sagen, let's go. Und ich dachte, bevor wir jetzt gleich aufräumen, zeige ich euch noch kurz meinen Back-to-School-Haul, den kleinen, also die Sachen, die ich gestern gekauft habe. Das gar nicht so viel ist, aber ich dachte, ich zeige es euch trotzdem mal. Fangen wir an mit meinem Oxford-Heft, mein neues Errungenschaft. Ich habe das in diesem Rosa mitgenommen, fand ich cute und ich habe kariertes Papier genommen, weil dann kann man das für alles immer schön benutzen. Und dann habe ich Dino-Kekse. Weil wer schafft schon einen Tag in der Schule ohne Dino-Kekse, Leute? Ich hatte die auch früher als Kind immer schon. Und ich finde die einfach süß und die schmecken voll gut so in der Pause. Oder wenn man mal eine Mathestunde hat und nicht mehr kann, dann isst man einen Dino-Keks. Dann Stifte. Die fand ich richtig cool. Die sind von Sharpie sogar. Und ich liebe Sharpies, was so American. Und die fand ich cool, weil die so schön weiß sind. Ich finde, die sehen ästhetisch aus. Dann Tipp-Ex. Mein Tipp-Ex geht immer so schnell leer, weil ich werde immer gefragt in den Klassenarbeiten, ob ich Tipp-Ex habe. Also ich streiche nichts durch. Da kommt immer schön Tipp-Ex drüber. Da habe ich die mitgenommen. Und dann den schönen Planner. Da kann man sich so To-Do-Listen schreiben, also mit Today und Tomorrow. Und man kann halt noch so ein paar Sachen eintragen, wie in so einem Bullet Journal. Das finde ich eigentlich ganz cute. Kann man das Wetter machen, was man gegessen hat, wie viel Wasser man getrunken hat. Das sollte ich mal machen. Und dann habe ich noch mehr Stifte geholt. Das sind eigentlich meine Lieblingsstifte hier von Stabilo. Einfach diese Fineliner. Da habe ich einmal blau und einmal schwarz geholt. Und was anderem dürfen wir eh nicht schreiben in den Klassenarbeiten. Und sonst haben wir immer das iPad. Aber die fand ich gut. Und dann, jetzt müssen meine Lehrer, falls sie das sehen, die Augen zumachen, weil ich habe Kaugummi mitgenommen. Eigentlich dürfen wir das in der Schule nicht, aber es macht trotzdem jeder. Also hier, Kaugummis. Sehr gut. Ich habe ja gestern keine Trinkflasche gefunden, die so von innen und von außen isoliert ist, was ich unbedingt haben wollte, weil es so heiß ist und ich dann eigentlich das Wasser so gern kalt hätte. Und bei Amazon habe ich natürlich was gefunden. Und ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ihr müsst mir mal bitte helfen. So sieht mein Einkaufswagen aus. Ich habe verschiedene zur Auswahl. Also die hier fand ich gar nicht schlecht, hier gehen wir da drauf. Der hat hier auch noch so ein Trageding. Und die fand ich ganz gut, weil halt so viel reinpasst. Weil in der Schule versuche ich halt schon echt viel zu trinken im Sommer. Die ist auch ziemlich fancy. Die hat hier noch so ein
Ding für Pillen bei. Ich nehme zwar keine Pillen, aber irgendwie fand ich das cool. Kann man M&M's reintun. Hier, Double Insulation, das wollen wir doch. Dann hätten wir noch die hier. Die hat aber nur 950 Milliliter. Ich glaube, die scheidet eh schon aus, weil das ist mir zu wenig. Und dann hier noch das Premium-Ding. Das ist natürlich riesig. Das sind auch 1,8 Liter. Und hier noch so ein Ding zum Tragen. Da weiß ich auch nicht, welche Farbe. Kommentiert mal gerne, welche ihr nehmen würdet. Ja, aber das fand ich auf jeden Fall gut, weil da muss ich nicht immer hier meine Eiswürfel in die Flasche tun, damit die immer so nass ist. Das hat mich so abgenervt letztes Jahr. Jetzt würde ich sagen, machen wir mein Zimmer weiter, damit das auch endlich mal schön aussieht. Dem geht es jetzt an den Kragen. Hier, der Kommode und dem Schminktisch. Bin fertig. Das beste Gefühl, wenn der Boden endlich wieder frei ist und man wieder laufen kann. Ich habe jetzt hier meinen Laptop auch eingesteckt. Lädt alles und ich habe mir noch eine Kerze gegönnt für den Schulanfang. Die fand ich so schön, aber die zünde ich erst am ersten Schultag an. Und ich habe mir so ein cooles Kabel geholt. Guck mal, bei Amazon. Da hat man direkt verschiedene Sachen dran. Also ist voll geil. Ich kann hier meine Apple Watch draufladen direkt. Dann mein Kindle, mein Handy. Und das ist noch halt für, wenn man USB-C-Anschluss hat. Das ist voll geil, ist richtig praktisch. Und hier ist auch wieder alles schön ordentlich. Mal sehen, wie lange es anhält. Aber es ist auf jeden Fall, man fühlt sich besser. Und dann habt ihr eine Idee, wo ich dieses kleine süße Lämpchen hin tun kann. Das habe ich mir extra aus den USA mitgebracht. Bei HomeGoods, weil ich fand das so schön. Nur, ich habe keinen guten Platz. Also ich könnte es hier hinstellen, so als Nachttischlampe. Okay, das letzte, was ich jetzt noch mache, ist mich mit meinem Laptop hinsetzen und auf Amazon gucken nach Büchern, weil ich brauche wieder einen guten Schlafrhythmus, aber mein Schlafrhythmus ist so kaputt in den Ferien. Also es ist echt schlimm und ich dachte, wenn ich abends ein gutes Buch habe, wenn ich erstmal was lese, dann so entspannt hinsetze mit einem Gute-Nacht-Tee, dann komme ich ein bisschen wieder in meinen Schlafrhythmus rein und dann komme ich ein bisschen runter abends. Weil so gucke ich immer noch Serien oder Filme und dann gehe ich schlafen um 12 oder halb 1. Und deshalb brauche ich ein gutes Buch. Ich habe jetzt gerade Pretty Scandalous gelesen. Das kann ich euch empfehlen. Es hat ein bisschen Spice, aber falls ihr sowas mögt, ist es gut. Schreibt gerne mal eure Bücherempfehlungen unten in die Kommis, dann kann ich ein paar aussuchen. Das war's auch mit dem Video jetzt, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann könnt ihr sehr gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr startet gut in die Schule, falls eure Schule jetzt schon wieder anfängt oder seid schon gut in die Schule gestartet. Ihr schafft das. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg fürs nächste Schuljahr und ich bin auf jeden Fall schon mal stolz auf euch. Und ja, das war's. Ich hab euch lieb. Bye, bye. Believe in the magic.